So, nach Hinweisen suchen. Das wird jetzt ein bisschen schwierig werden. Wieso hat der noch Pakete stehen? Oh. Okay. Das ist auf jeden Fall dieser Zettel, der auch auf dem Kühlschrank stand. Muss ich den jetzt ganz frei rubbeln? Das ist something. Danke für das Angebot. The oldest problem there is what to do about the old lady. Okay. Ein Baseballschläger. Doesn't look like anything. Wenn aber kein Blut dran klebt, dann, das wäre dann schon wieder arger Zufall. Dann ist es nicht wichtig. Hier ist auch nichts. Und deswegen schauen wir uns mal weiter in der Wohnung um. Die ist aber sehr klein. Hier ist auf jeden Fall schon der Koffer gepackt. Size 11s. Okay. Ach so. Moment. Hinweise. Schuhabdrücke Größe 41. Und da war Schuhgröße 45. Führen zur Leiche. Also das passt also leider nicht überein. Ha. Haben wir nochmal Hinweise. Ich will jetzt dann noch die Morddrohung da mal nochmal angucken. Genau. Der Damenschuh. Irgendjemand ist ja noch eingebrochen. Ja. Macht irgendwie alles noch nicht so viel Sinn. Schauen wir mal, haben wir hier noch was? Nee. Dann. Ja. So who could have killed Celine? Where did she go last night, Jacob? A bar, I suppose. Look, I don't know. Warte mal, haben wir Schriftstumpf verfüllender Schmuck. Alibi McCann gibt an, Jacobs mehrfach in der Mordnacht angerufen zu haben. Ach so, okay. Da kann ich jetzt eigentlich mal wieder Community fragen. Was würde ich jetzt sagen? Einfach mal die Wahrheit, oder? Die Lüge? Aber können wir das beweisen? Damenschuh. Feuerzeug. McCone gibt an, Jacob Henry mehrfach in der Mordnacht angerufen zu haben. Wir können eigentlich nichts beweisen, also können wir bloß anzweifeln. We get the impression that Celine liked to live the glamorous life. How did she end up with a hump like you, Jacob? Celine was one of the first woman pilots. She hung out with movie stars and royalty. But when she came back here broke and struggling, she married a mechanic. Put a roof over her head, food on the table. Not glamorous, but the best I could do. I'm not ashamed about that. Mist. Ich frage mich halt dann immer, was hätte ich jetzt da anders machen müssen, weil er hat ja offensichtlich dann gelogen. Mit
mit den irgendwas 40%. Aber ich hätte es da nicht beweisen können. When did you last see your wife, Mr. Henry? Last night. I went to see her. We talked. Things got a little out of hand. I left. Das ist jetzt einmal richtig komisch. Hab ich irgendwelche Damenschuhe? Der war ja im Haus. Wenn ich jetzt Eheprobleme mal anspreche. Ja, das mache ich jetzt einfach mal eine Lüge. That's a lie and you know it. You tailed her, watched her come out of a bar, and then beat her to death. Admit it, Henry. Why would I do that, Detective? Also gewaltsames Eindringen, nee. Eheprobleme. Falsch. My wife Ich glaube, ich habe noch nie mit einer Lüge was a richtig sickness with gelegen. her. Doesn't mean I didn't love her. Would you stop loving your wife if she was unwell? No, I wouldn't. Damn. Mordmotiv. Why did you kill her, Jacob? Things will go better if you come clean about it. That's a lousy thing to say. I never gave up on my wife. You went to her house, you fought, you beat her, she left, and then you followed her. I left first. She tried to batter me with a frying pan. I had to slap her down. Understandable. So you can prove that you came back here after you left your wife's place. I came back here. I was here all night. Start work at 6:30. I'm not the going out type. Ja, habe ich auch wieder nix. So you were here, Ja, tucked up in super. bed, while someone was out there beating your wife's brains out. That's all you've got? Talk to the bartender at the Bomba Club. He'll tell you he called here last night, and I answered the phone. We're still gonna need you to come downtown, Mr. Henry. We can get this all down on paper, Jacob. How you got fed up with your wife and how you figured killing her would bury all your troubles. Kill my own wife? She was a lush and a tramp, and you just couldn't stand it anymore. Shut your goddamn mouth. So now you're gonna tell me you loved her? Ah, the DA goes all gooey over remorse, Jacob. Oh. Ey. You're not being rational. Alter. What's this bunkum? This doesn't look good for you, Jacob. Alter. Jetzt komm. Alter, hat's hier drauf. Alter. Jetzt komm. Komm her, du. Sapere, die hat's hier drauf. Call it in and get a squad car dispatched. And check for messages. I'll keep old Slugger here company. Alles klar, Telefon. Wo haben wir denn hier eins? Hier haben wir eins. Operator, message for KGPL. Putting you through now. Phelps, 1247. How could I help, Detective? I need a patrol unit to transport a suspect back to Central. Certainly, Detective. You have a message from the coroner. Do you wish to be put through? Yes, ma'am. Carruthers, It's Phelps. I've completed the autopsy. Several wounds to the head from a blunt metal instrument. Closest match would be a socket wrench handle. So the cause of death was the blunt. No, the blows to the head surprisingly were not fatal. Death was from hemorrhage and shock from the fractured ribs and multiple injuries caused by the stomping. Anything else? He's some kind of sex fiend. The
The tissues of the anus were bruised about 1/8 of an inch, but no trace of semen in the anus, vagina, or stomach. Thanks, Doc. Operator, give me R&I. I need a registered owner on a license plate, 2boy8899. Yes, Detective. I'll need to contact the DMV. Shall I relay the details via KGPL? Please. Any other messages? One, Detective. From Captain Donnelly. He wants any and all suspects returned to Central. Interviews to be set up immediately. Got it. We're coming in. Eieieiei, wieder alles falsch gemacht. Ich hätte natürlich die Anrufe vorher abhören müssen, bevor ich ihn... Car 11K, Car 11 King, come in. 11K, go ahead. License plate 2boy8899, belonging to a brown 1936 Pontiac, registered to an Alonzo Mendez, apartment 16 at 402 South Fremont Street. Mendez could be our man. Okay, dann fahren wir zu denen You hin. could be at that, but you don't want to cross the skipper, Phelps. Not a great move in your first day. He wants Henry re-interviewed. Jesus H. Christ! Carruthers said she took a real pounding. Maybe if he had been a little firmer in the beginning, he wouldn't be in this situation now. I imagine that Neanderthal routine is a big hit with the ladies, Galloway. Women love me, Phelps. I have no complexity. They know exactly what they're gonna get. Alles klar, da kann man natürlich auch Alonzo umdrehen. Mendez. Sound like a man who moonlights as the werewolf? Don't sound like a man I'd let my daughter anywhere near. You've got a daughter. Spend enough time drinking, Cole, you'll find yourself with any number of things you don't want when you're sober. So that's why you never sober up. Exactly. Oh, die Dame. So, nach wen suchen wir jetzt eigentlich nochmal? Warte. Mendez. Na, gucken wir mal. Die Nummer 16. Mendez, apartment 16. Alles klar, dann gucken wir doch mal rein. Holy shit, was ist denn das für ein Hotel, ey? Nummer 3, da müssen wir auf jeden Fall. Wir müssen noch ganz oben. Here, the apartment's up on the top floor. Ganz oben, ja, natürlich. Ja, also erstmal Treppen steigen hier. 1. Die Nummer 2. Dann der 3. Und, oder das ist schon der 4. Die Nummer 16, ja, Don't bother natürlich knocking, ganz. just kick the door in. Alles klar. Take a look around and see what you can find. Okay. Hier ist immer keiner, oder? Hier ist noch eine Tür offen. Holy shit. Holy shit. Consistent with Celine's injuries, and the blood can be typed. Okay, das ist auf jeden Fall die Mordwaffe. Was haben wir denn hier? Der Lippenstift. Carruthers could match the color and brand to the body. Gebrauchter, ja, okay. Hier haben wir sonst nichts mehr. We have the murder weapon. We better get Pinker down here. Why keep it? Why not throw it away? Think these clowns are geniuses? Thank your stars you caught a break, and Captain Donald will begin to like you. Hey, what gives? LAPD, you're under arrest. Do not lose that son of a bitch. I'll go get our wheels. Alles klar. Mendez, stop right there! So, dann schauen wir mal, ob wir den verfolgen können. So, aber die... Aber wie ich das gleich wieder gewusst habe, dass da die Mordwaffe ist. Das war jetzt echt Zufall.
Hui. Okay, weiter geht's. Über den Dächern wieder. Den schaffen wir schon noch. Oh, über die Straße. Und da hat er schon sein Fluchtauto. Dammit. Get in and drive. Ja, alles klar. Auf geht's. Der kann doch nix. So, der LKW ist auch schon da. Hit it. Clean this asshole off the road. Holy shit, ist der doch noch. Der ist echt schnell. Sind wir jetzt da durchgebrettert durch irgendeine Schranke? I got an idea. Get him next to my window, Cole. Keep me alongside his vehicle and I'll stop the son of a bitch. Hit him, Cole. Spit him out. Ja, ich versuch's. Er meint, du kannst die... Oh ja, sehr schön. Einer ist doch schon mal down, ein Reifen. Oh, der brennt, der brennt. Oh, der ist tot. You're under arrest for the murder of Celine Henry. Hands behind your head. Alles klar. I ain't saying a goddamn thing. You did a grand job, lads. Phelps, that's quite a way to acquit yourself in your first outing as a homicide investigator. It seems the city has a new and vengeful guardian. Considering the evidence against your suspect and the thoroughness with which a report was compiled, I foresee a safe passage through the courts, and the DA agrees with me. Brutality on a scale such as this deserves retribution. The people and the press of this city demand it. So, dann haben wir den nächsten Fall abgeschlossen, oder wie? Ja. Sogar 17 von 19 Hinweisen haben wir gefunden. Das ist ja mal richtig geil. Und naja, viele Fragen haben wir nicht richtig beantwortet, aber naja. Vielleicht wird es beim nächsten Mal wieder besser. Dann sage ich natürlich wieder Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.